Hallo liebe Häkelfreunde, diesen wunderschönen Cardigan habe ich von oben nach unten bzw. von hinten nach vorne gehäkelt. Die leichte A-Linie umschmeichelt jede Figur und gibt der Jacke eine leicht beschwingte Note. Das Design ist sehr extravagant, denn es handelt sich von der Machart her eher um ein Cape mit Ärmeln und nicht um eine gewöhnliche Jacke. Das bedeutet, dass diese Jacke nicht genau auf Figur gemacht ist, sondern mehr Weite braucht als eine gewöhnliche Jacke, um so schön zu fallen. Die Anleitung beginnt für alle Größen gleich. Die Angaben von Größe 36 bis 50 erscheinen immer dann im Video, wenn sie gebraucht werden. Bevor ich mit dem Häkeln beginne, findet ihr im Video eine Textseite mit Informationen zum verwendeten Material sowie mit Richtwerten zum Verbrauch für die verschiedenen Größen. Falls ihr ein außergewöhnliches Geschenk braucht oder vielleicht eine Freundin oder Verwandte habt, die nicht selber häkelt, dann erlaubt mir den Hinweis, dass es auch dieses wundervolle Prachtstück in meinem exklusiven Shop käuflich zu erwerben gibt. Aber vielleicht darf es auch eines meiner vielen Tücher oder Ponchos sein. Den Link zu meinem kleinen Shop findet ihr in der Infobox bzw. in den Kanalinfos. Mit dem Code Magnolienbaum erhaltet ihr 10% Rabatt auf euren Einkauf. Der Code gilt einen Monat lang ab Erscheinungsdatum dieses Videos. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Für diese schöne Jacke habe ich zwei vierfädige, entgegengesetzt gewickelte Bobbel mit dem Namen Magnolia von Sabine Helfers Meine Bobbelträumerei verwendet. Ich bedanke mich herzlich bei Sabine Helfer, die mir diese traumhaften Bobbles zur Verfügung gestellt hat. Die Sabine macht wunderschöne Bobbles in vielen Farben, mit tollen Farbverläufen, mit oder ohne Lurex-Faden oder wenn gewünscht auch mit Alpaka-Faden und auch mit der gewünschten Lauflänge. Ihr findet meine Bobbelträumerei auf Facebook und es lohnt sich da einmal hineinzuschauen. Den Link und die E-Mail-Adresse findet ihr in der Videobeschreibung unter diesem Video. Ich beginne von innen nach außen und ich verarbeite den ersten Bobbel von hell nach dunkel und den zweiten dann von dunkel nach hell und ich nehme eine Häkelnadel Nummer 3,5 mm. Ich mache eine Anfangsschlinge. Ich häkle 5 Luftmaschen. Ich schließe mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring. Ich häkle 3 Luftmaschen, die sind das erste Stäbchen und in den Ring häkle ich 9 Stäbchen, sodass wir insgesamt 10 Stäbchen haben, inklusive Ersatzstäbchen. Ich häkle über den Anfangsfaden drüber, wir ziehen den Ring aber nicht zusammen
Und wenn ihr 9 Stäbchen gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir haben insgesamt inklusive Ersatzstäbchen 10 Stäbchen. Wir wenden die Arbeit. Wir starten wieder mit 3 Luftmaschen und wir häkeln in denselben Maschenkopf, wo diese 3 Luftmaschen herauskommen, noch ein Stäbchen und dann häkeln wir in jeden Maschenkopf 2 Stäbchen in eine Masche, sodass wir insgesamt auf 20 Stäbchen kommen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe bis jetzt 18 Stäbchen gehäkelt. Die letzten 2 Stäbchen häkeln wir in die 3. Luftmasche des Ersatzstäbchens aus der Vorreihe. Und nicht weiter unten einstechen. Es muss die 3. Luftmasche sein. Wir wenden die Arbeit. Wir starten mit 3 Luftmaschen. Die zählen immer als ein Stäbchen. Damit ist der erste Maschenkopf besetzt und wir häkeln in jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen, sodass wir wieder 20 Stäbchen erhalten. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin am Ende der Reihe angekommen. Immer dran denken, das letzte Stäbchen in die 3. Luftmasche des Ersatzstäbchens häkeln. Die Zahlen müssen immer passen. Wir haben inklusive Ersatzstäbchen 20 Stäbchen. Diese Reihe kann sich ein bisschen zusammenziehen. Das ist in Ordnung, das ist bei mir auch so. Wir wenden die Arbeit. Wir starten wieder mit 3 Luftmaschen und jetzt verdoppeln wir alle folgenden Stäbchen, aber nicht das erste und auch nicht das letzte, weil wir auf 38 Stäbchen kommen müssen. Das heißt, im ersten Maschenkopf ist nur das Ersatzstäbchen, dann verdoppeln wir die nächsten 18 Stäbchen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. In die 3. Luftmasche des Ersatzstäbchens häkeln wir nur ein Stäbchen. Wie gesagt, wir brauchen genau 38 Stäbchen. Wir wenden die Arbeit. Wir starten mit 3 Luftmaschen, die sind unser Randstäbchen und wir lassen den nächsten Maschenkopf aus und häkeln in jede zweite Masche ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen in dieselbe Masche. Das ist ein V. Und so ein V häkeln wir in jede zweite Masche. Eine Masche auslassen und immer ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen häkeln. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Es ergeben sich genau 18 V. Wir landen auf dem letzten normalen Stäbchen. Das ist bei mir auch so. Es bleibt nur das Ersatzstäbchen übrig und in das Ersatzstäbchen häkeln wir noch unser Randstäbchen. Wir wenden die Arbeit. Wir häkeln wieder 3 Luftmaschen und wir springen jetzt von V zu V und häkeln in die V wieder V, aber diesmal häkeln wir ein Stäbchen, 2 Luftmaschen
und ein Stäbchen. Wir springen zum nächsten V und häkeln wieder ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Es ergeben sich wieder 18 V, nur sind sie diesmal ein bisschen breiter als vorher. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Ganz wichtig, am Ende in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens das Randstäbchen häkeln. Wie gesagt, es sind wieder 18 V, diese Zahl bleibt jetzt unverändert. Wir wenden die Arbeit, wir häkeln wieder 3 Luftmaschen und häkeln wieder in jedes V ein V und diesmal häkeln wir ein Stäbchen, 3 Luftmaschen und ein Stäbchen. Ins nächste V springen und ein Stäbchen, 3 Luftmaschen und ein Stäbchen häkeln. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, auch hier am Ende der Reihe das Randstäbchen in die dritte Luftmasche häkeln. Die Form muss etwas mehr sein als ein Halbkreis. Wir wenden die Arbeit. Ab jetzt beginnt der Mustersatz und der Mustersatz besteht aus 2 Reihen, die dann sinngemäß wiederholt werden. Wir starten mit 3 Luftmaschen und wir häkeln in jedes V 5 Stäbchen. Dann eine Luftmasche und 5 Stäbchen ins V. Und nicht vergessen, zwischen den Gruppen eine Luftmasche. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 18 Fünfergruppen gehäkelt und auch hier häkeln wir am Ende der Reihe ein Randstäbchen in die dritte Luftmasche. Diese Reihe kann sich ein bisschen kräuseln, das spielt keine Rolle, das ist bei mir auch so. Wir wenden die Arbeit und häkeln immer ein Randstäbchen und jetzt häkeln wir die vorhandenen Stäbchen als Reliefstäbchen von vorne. Das heißt, in dieser Reihe 5 Reliefstäbchen von vorne. Das heißt, wir stechen nicht in die Masche ein, sondern um das Stäbchen herum, sodass das Stäbchen auf der Nadel liegt, und häkeln ein Stäbchen. Alle vorhandenen Stäbchen häkeln und dann eine Luftmasche und wieder 5 Reliefstäbchen von vorne. Und immer an die Luftmasche denken. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe auch ganz zum Schluss 5 Reliefstäbchen gehäkelt. Am Ende bleibt das Ersatzstäbchen übrig. Ab jetzt müsst ihr keine Luftmasche mehr suchen. Ihr könnt einfach in diese letzte Lücke um das Ersatzstäbchen herum das Randstäbchen häkeln. Wir wenden die Arbeit. Wir starten mit 3 Luftmaschen
Und dieses Randstäbchen zählt nicht zur Gruppe dazu. Das ist extra zu betrachten. Und jetzt machen wir immer auf der schönen Seite, das ist die Seite mit diesen Stegen, eine Zunahme, und zwar immer in der Mitte der Gruppe. Bei 5 Stäbchen ist das dritte Stäbchen das mittlere Stäbchen und da häkeln wir 2 Stäbchen in eine Masche und dann noch die 2 Stäbchen nebeneinander, und das heißt, wir haben jetzt auf 6 Stäbchen erhöht. Wir häkeln eine Luftmasche, wir häkeln 2 Stäbchen nebeneinander, in das dritte Stäbchen häkeln wir 2 Stäbchen in eine Masche und dann noch einmal 2 Stäbchen. Die Luftmasche zwischen den Gruppen bleibt immer gleich und wir machen das bei allen Gruppen gleich und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Alle Strahlen haben jetzt bei mir 6 Stäbchen und nicht vergessen, am Anfang und am Ende haben wir noch extra ein Randstäbchen und das häkeln wir einfach um das Randstäbchen der Vorreihe herum. Das bedeutet, dass die äußeren beiden Strahlen ein Stäbchen mehr haben als alle anderen. Und wir wenden die Arbeit und die Rückreihe ist immer gleich. Wir starten immer mit 3 Luftmaschen und häkeln alle Stäbchen, die vorhanden sind, als Reliefstäbchen von vorne. In dieser Rückreihe haben wir keine Zunahmen, die Zahl bleibt also gleich wie in der Vorreihe. Wichtig ist, alle Strahlen müssen immer gleich viele Stäbchen haben, bis auf die Randstäbchen an den beiden äußersten Strahlen. Dazwischen immer die Luftmasche häkeln und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Immer am Ende der Reihe dran denken, ein Randstäbchen in die Lücke häkeln. Und ich zeige euch beide Musterreihen noch einmal. Immer in der Hinreihe machen wir Zunahmen. Wir häkeln zuerst das Randstäbchen und jetzt haben wir als Basis 6 Stäbchen. Das heißt, wir häkeln immer bis zur Hälfte des Strahls und bei einer geraden Zahl verdoppeln wir dieses Stäbchen vor der Mitte und wenn es eine ungerade Zahl ist, das mittlere Stäbchen verdoppeln. Wir erhalten jetzt also wieder pro Strahl ein Stäbchen mehr. Das heißt, wir haben jetzt 7 Stäbchen, also einfach die halbe Anzahl häkeln und dieses Stäbchen dann verdoppeln. Und immer die Randstrahlen haben ein Stäbchen mehr, weil da noch die Randstäbchen sind. Die Luftmasche zwischen den Strahlen bleibt immer gleich und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch der letzte Strahl hat nun 7 Stäbchen plus das Randstäbchen in die letzte Lücke. Wir wenden die Arbeit und bei der Rückreihe haben wir keine Zunahmen. Wir häkeln unsere 3 Luftmaschen und dann alle Stäbchen, die vorhanden sind,
als Reliefstäbchen von vorne und zwischen den Strahlen immer eine Luftmasche und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Nicht vergessen, am Ende das Randstäbchen in die Lücke häkeln. Immer die beiden Strahlen am Rand haben ein Stäbchen mehr, weil hier die Randstäbchen sind. Das Ganze sieht jetzt so aus und diese beiden Reihen werden nun sinngemäß wiederholt. In der Hinreihe verdoppeln wir immer in der Mitte des Strahls ein Stäbchen, entweder das mittlere oder eben das vor der Mitte, immer um eine Masche die Anzahl erhöhen, und in der Rückreihe häkeln wir keine Zunahmen, dafür häkeln wir Reliefstäbchen und wir häkeln so lange, bis die Passe das angegebene bzw. benötigte Maß erreicht hat. Wir messen vom Mittelpunkt in einem Strahl gerade nach außen und ich schreibe euch vorläufige Richtwerte oben in die Ecke, und wenn ihr diese Richtwerte erreicht habt, zeige ich euch, wie man eine Anprobe machen kann. Dazu könnt ihr euch schon die nächste Einstellung anschauen und da sehen wir uns bald wieder. Willkommen zurück. Meine Passe hat das benötigte Maß erreicht. Ich habe für die Größe 40-42 von der Mitte gemessen in einem Strahl ungefähr 39 cm. Die anderen Maße habe ich euch hingeschrieben. Ihr habt euer Maß erreicht, euer vorläufiges Maß für die Anprobe. Zunächst müssen wir aber die Einteilung vornehmen, wie die Ärmel abgeteilt werden. Und zwar haben wir hier 3 Strahlen für das erste Vorderteil, und da wo die Lochreihe ist oder das Lochmuster, da habe ich einen Maschenmarkierer hineingegeben. Dann noch einmal 3 Strahlen für den Ärmel, 6 Strahlen für das Rückenteil, 3 Strahlen für den zweiten Ärmel und am Ende noch 3 Strahlen für das zweite Vorderteil. Und jetzt werde ich die Jacke so falten, wie sie später getragen wird, und da sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Jacke so gefaltet, wie sie später getragen wird, und diese Klammern müssen jetzt ganz genau aufeinander liegen. Und dann könnt ihr sie zwischendurch wieder entfernen, einen Maschenmarkierer durch beide Löcher sozusagen durchstecken. Das macht ihr auf beiden Seiten. Damit euch das Ganze nicht aufgeht, könnt ihr auch hier in diese Masche einen Maschenmarkierer hineingeben und dann eine Anprobe durchführen. Und ich habe mit einer Reihe mit Reliefstäbchen geendet, das heißt mit einer Rückreihe, und wenn es bei euch noch zu knapp wäre, dann immer 2 Reihen hinzufügen und dann noch einmal anprobieren. Wenn es dann immer noch nicht passt, immer 2 Reihen hinzufügen. Und wenn die Anprobe erfolgreich war, dann stellen wir die ursprüngliche Einteilung wieder her. Und wir teilen auf einer Hinreihe die Ärmel ab. Also auf der schönen Seite. Wir starten wie immer mit
3 Luftmaschen und häkeln die ersten 3 Strahlen ohne Zunahmen ganz normal ab, auch mit den Luftmaschen dazwischen. 3 Strahlen bis zur Klammer und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 3 Strahlen wie gewohnt gehäkelt. Ich entferne die Klammer. Ich häkle eine Luftmasche. Ich lasse die nächsten 3 Strahlen aus. Ich entferne die Klammer und starte nach der Lücke wieder auf dem ersten Stäbchen gleich nach der Lücke und häkle die nächsten 6 Strahlen ohne Zunahmen. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 6 Strahlen wie gewohnt gehäkelt, auch immer die Luftmasche dazwischen. Hier haben wir den ersten Ärmel abgeteilt und ich entferne wieder die Klammer, häkle eine Luftmasche, überspringe 3 Strahlen und starte direkt nach der Lücke im ersten Stäbchen wieder mit den letzten 3 Strahlen und die häkeln wir wie gewohnt, ohne Zunahmen. Und dann am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die letzten 3 Strahlen gehäkelt. Wie gesagt, ohne Zunahmen. Wir wenden die Arbeit. Die Reihe, die jetzt folgt, wird dann stets wiederholt. Wir häkeln 3 Luftmaschen und häkeln wieder die ersten 3 Strahlen. Und ich mache jetzt keine Reliefstäbchen mehr, sondern ab jetzt nur noch ganz normale Stäbchen, ohne Zunahmen. Und wir häkeln bis unter dem Arm und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin wieder unter dem Arm angekommen und hier darauf achten, dass ihr bis zur Lücke hinhäkelt, dass hier nur noch diese Luftmasche dazwischen ist. Und achtet darauf, dass alle Strahlen gleich viele Stäbchen haben. Sollte das aus irgendeinem Grund nicht so sein, dann solltet ihr das durch eine Abnahme oder durch eine Zunahme ausgleichen. Das könnt ihr in dieser Reihe noch machen. Dann häkeln wir wieder eine Luftmasche und springen über die Lücke drüber. Und so haben wir unser Muster wieder hergestellt. Und wir häkeln bis zum nächsten Armloch. Und da zeige ich euch das noch einmal. Willkommen zurück. Ich bin unter dem zweiten Arm angekommen. Auch hier achtet darauf, bis zum letzten Stäbchen häkeln. Hier dazwischen darf nur noch die Luftmasche sein. Alle Strahlen müssen gleich viele Stäbchen haben. Wir häkeln eine Luftmasche und springen hinüber zum Vorderteil. Und somit haben wir auch hier unser Muster wieder hergestellt. Wir häkeln die letzten 3 Strahlen wie gewohnt und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt. Hier haben wir die Ärmel abgeteilt. Das bedeutet, dass wir jetzt nur noch 12 Strahlen haben, da wir 6 Strahlen für die Ärmel verbraucht haben. Jeweils 3 Strahlen für die Ärmel. Und jetzt häkeln wir diese Reihe, die wir gerade gemacht haben,
so lange bis die Jacke die gewünschte Länge erreicht hat. Immer dieselbe Anzahl Stäbchen, immer diese Luftmasche dazwischen, also immer dieselbe Anzahl an Strahlen, nämlich 12. Ich schreibe euch einen Richtwert oben in die Ecke und wir machen nur noch Stäbchen und immer dazwischen eine Luftmasche, keine Reliefstäbchen mehr. Und wenn eure Jacke die gewünschte Länge erreicht hat, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Jacke hat in der rückwärtigen Mitte gerade hinunter gemessen, circa 70 cm erreicht. Achtung, die Jacke wird sich sicher noch um ein paar Zentimeter aushängen. Ich habe mit einer Reihe auf der schönen Seite geendet, also mit einer Hinreihe. Das erkennt ihr an den Reliefstäbchen. Wir häkeln jetzt die vorderen Kanten der Jacke und ich nehme dazu eine Häkelnadel Nummer 4, denn ich mache feste Maschen und damit die nicht winzig klein werden, nehme ich eine halbe Stärke mehr. Ich beginne mit einer Luftmasche und häkle um jedes Randstäbchen herum 2 feste Maschen. Ich springe zum nächsten Randstäbchen und häkle in jede Lücke 2 feste Maschen. Auch oben in den Anfangsring 2 feste Maschen häkeln und das machen wir, bis wir wieder am unteren Rand der Jacke angekommen sind. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe eine Reihe feste Maschen gehäkelt. Ich bin wieder am unteren Rand der Jacke angekommen und bevor wir zurückhäkeln, müssen wir die Knopflöcher einteilen. Als Richtwert, ich habe vom Mittelpunkt, wo wir die Jacke begonnen haben, 30 cm herunter gemessen. Ihr müsst immer zuerst das oberste Knopfloch bestimmen und das macht ihr am besten mit einer Anprobe. Wie gesagt, bei mir sind das ungefähr 30 cm, das kann bei euch auch ein bisschen anders sein. Und dann habe ich im Abstand von circa 10 cm weitere 4 Knopflöcher eingeteilt, insgesamt 5. Die Anzahl bleibt euch natürlich überlassen und wenn ihr dann die Knopflöcher häkelt, schauen, dass zwischen den Knopflöchern immer gleich viele feste Maschen sind. Und jetzt häkeln wir zurück bis zur ersten Klammer. Ich beginne immer mit einer Luftmasche und starte im ersten Maschenkopf wieder mit den festen Maschen. Und beim obersten Knopfloch sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe bis zur ersten Klammer gehäkelt. Ich entferne die Klammer. Ich mache nur kleine Knopflöcher, da ich Knebelknöpfe verwende. Und ich mache 2 Luftmaschen, lasse 2 Maschen aus und häkle feste Maschen bis zur nächsten Klammer. Die Größe des Knopflochs hängt natürlich von der Größe der Knöpfe ab. Und wie gesagt, bei den anderen Knopflöchern darauf achten, dass dazwischen immer gleich viele feste Maschen sind. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 5 Knopflöcher eingeteilt und die Arbeit gewendet und jetzt häkeln wir eine Reihe feste Maschen zum Abschluss. Auch hier starten wir mit einer Luftmasche und gleich in den ersten Maschenkopf die erste feste Masche.
und in die Knopflöcher häkeln wir so viele feste Maschen, wie wir Luftmaschen gemacht haben. Dann werde ich einen Ärmel vorbereiten und den zweiten Ärmel machen wir dann gemeinsam und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die vorderen Kanten beendet und einen Ärmel vorbereitet und den zweiten Ärmel machen wir jetzt gemeinsam. Wir befinden uns auf der schönen Seite der Jacke und wir beginnen unter dem Arm. Hier seht ihr die Reihe, wo wir den Ärmel abgeteilt haben und hier daneben ist eine kleine Öffnung. Hier steche ich ein, hole den Faden durch, mache einen Knoten. Ich steche in dieselbe Öffnung noch einmal ein, hole den Faden durch und häkle 3 Luftmaschen. Die sind unser erstes Stäbchen. Dann häkle ich um dieses Randstäbchen 2 Stäbchen. Dann direkt in der Ecke ein Stäbchen in diese kleinere Lücke und dann ein Stäbchen noch in diese Lücke, die hier verläuft, sodass wir jetzt bis zum Beginn dieser Stäbchen beim ersten Strahl 5 Stäbchen haben. Und dann häkle ich auf jedes Stäbchen, das vorhanden ist, ein Stäbchen. Zwischen den Strahlen nach wie vor die Luftmasche und wir häkeln die 3 Strahlen wie gewohnt. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die 3 Strahlen gehäkelt und hier seht ihr wieder die Lücke zwischen den Strahlen. Ich habe bis zur Lücke hingehäkelt. Ich häkle ein Stäbchen in die Lücke. Dann haben wir hier wieder diese Stäbchenreihe und daneben sind noch 2 Einstichstellen. Auch hier häkle ich ein Stäbchen hinein, dann 2 Stäbchen um das Randstäbchen herum und dann noch ein Stäbchen in diese vorhandene Einstichstelle, sodass nun beide Strahlen, die unter dem Arm sind, 5 Stäbchen mehr haben als der mittlere Strahl. Im Moment bleibt das auch so. Wir wenden die Arbeit. Wir häkeln 3 Luftmaschen und die Rückreihe besteht aus Reliefstäbchen, so wie bei der Passe. Wir häkeln alle Stäbchen als Reliefstäbchen von vorne. Die Luftmasche zwischen den Strahlen bleibt wie bisher und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Ganz wichtig, am Ende zwischen die letzten 2 Stäbchen noch ein Randstäbchen häkeln. Und wir wenden die Arbeit und jetzt folgt eine Reihe mit Abnahmen. Wir häkeln zunächst 3 Luftmaschen und
Die nächsten 2 Maschenköpfe häkeln wir als zusammen abgemaschte Stäbchen. Wir häkeln also 2 nicht ganz fertige Stäbchen und maschen 3 Fäden gemeinsam ab. Das ist in der nächsten Reihe nur noch ein Maschenkopf. Dann häkeln wir ganz normal die Reihe hinüber im gewohnten Muster. Am Ende der Reihe machen wir ebenfalls eine Abnahme und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Ich höre 3 Stäbchen vor dem Ende auf. Hier müssen noch 2 normale Stäbchen und das Ersatzstäbchen übrig sein. In diese 2 normalen Stäbchen häkeln wir 2 zusammen abgemaschte Stäbchen und dann noch ein Stäbchen in die letzte Lücke, so dass wir auch hier eine Masche abgenommen haben. Und bei der Rückreihe gibt es etwas zu beachten. Hier machen wir keine Abnahme, aber wir häkeln zunächst 3 Luftmaschen und wir müssen diese 2 zusammen abgemaschten Stäbchen als ein Stäbchen betrachten. Das heißt, wir stechen von vorne nach hinten ein, um beide Stäbchen herum, holen den Faden durch und häkeln ein ganz normales Reliefstäbchen. Und wir häkeln alle Strahlen ab und am Ende der Reihe zeige ich euch das noch einmal. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe haben wir hier diese 2 zusammen abgemaschten Stäbchen und das Ersatzstäbchen. Wir häkeln um diesen Maschenkopf herum noch ein Reliefstäbchen und dann noch das Randstäbchen in die letzte Lücke. Das Ganze sieht dann so aus. Und diese 2 Reihen, die wir jetzt gemacht haben, wiederhole ich noch 3 Mal. Dann haben wir insgesamt 4 Maschen abgenommen und dann haben die beiden Strahlen unter dem Arm ein Stäbchen mehr als der mittlere Strahl. Und dann häkeln wir den Ärmel einfach gerade hinunter, ohne Abnahmen. Ich schreibe euch einen Richtwert in die Ecke, aber ihr solltet zwischendurch eine Armprobe machen, wegen der Weite und auch wegen der Länge. Ich mache ihn ungefähr bis zu diesem Knochen hier und dann folgt noch eine Abschlussreihe. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Ärmel hat die gewünschte Länge erreicht. Ich mache jetzt noch eine Abschlussreihe. Es ist egal, ob ihr die auf der schönen Seite oder auf der Rückseite macht. Es funktioniert genau gleich. Wir starten mit 3 Luftmaschen und häkeln ein Stäbchen in die zweite Masche. Und dann häkeln wir um dieses Stäbchen herum, das wir gerade gemacht haben, eine Noppe. Wir holen einen Umschlag, stechen um das Stäbchen herum, holen den Faden durch, ein Umschlag, noch einmal den Faden durchholen, ein Umschlag und ein drittes Mal den Faden durchholen. Die Fäden sollten so lang sein, dass ihr mit der Nadel durch alle Schlaufen durchkommt. Dann ganz wichtig, eine Masche auslassen, ein Stäbchen häkeln und um das Stäbchen herum eine Dreiernoppe häkeln.
eine Masche auslassen, ein Stäbchen häkeln und eine Noppe drumherum. Und so weiter. Wichtig, auch diese Luftmasche ganz normal in diesen Zweierrhythmus einbeziehen. Es kann sein, dass ihr mit einer Noppe direkt vor der Lücke landet oder in der Lücke oder nach der Lücke. Einfach diese Luftmasche ganz normal mit einbeziehen. Wir häkeln ja in jede zweite Masche ein Stäbchen mit Noppe und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen. Bei mir geht es sich so aus, dass ich noch ein Stäbchen ins vorletzte Stäbchen gehäkelt habe. Das Randstäbchen ist übrig, deshalb häkle ich um dieses letzte Stäbchen keine Noppe mehr, sondern einfach noch das Randstäbchen. Und dann habe ich die Jacke so umgedreht, dass die schöne Seite innen ist und die weniger schöne Seite außen. Und ich habe die Naht mit ein paar Klammern fixiert. Ihr müsst darauf achten, dass die Reihen ganz genau aufeinander passen. Zunächst häkle ich eine Luftmasche und dann immer um die zwei Randstäbchen herum zwei feste Maschen. Und wie gesagt, achtet darauf, dass die Reihen ganz genau zusammenpassen und dann schließt ihr die Naht bis hier herauf und dann macht ihr den zweiten Ärmel genau gleich und dann müsst ihr nur noch die Knöpfe annähen, die Fäden vernähen und dann ist unsere wunderschöne Herbstjacke fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Häkeln dieser extravaganten Jacke und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Eure Karin aus dem Ländle.